Hattet ihr mit eurer Webseite oder auch mit eurem Social Media Account schon mal so einen richtigen Griff ins Klo gemacht? Damit euch das in Zukunft nicht nochmal passiert, möchte ich euch mal gern mitnehmen auf die Reise der Webseitenanalyse. Servus, ich bin der Matze und ich liebe es, Webseiten zu analysieren. Ganz ehrlich, Daten ist einfach mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig, diese Message euch rüberzubringen, dass Messbarkeit eins der wichtigsten Dinge sind, die ihr machen solltet, wenn ihr Geld in eine Webseite oder in einen Social Media Account reinsteckt. Wenn ihr am Ende nicht wisst, dass dieser Einsatz diesen Mehrwert gebracht hat, sondern es ungefähr so war, dass der Mehrwert deutlich weniger war, dann habt ihr echt ein Problem. Und manchmal sind die Metriken auch nicht so direkt, wo man sagen kann, ihr gebt 1000 Euro aus, dann bekommt ihr auch mindestens 1500 Euro Kundenaufträge, sondern manchmal sind sie einfach ein bisschen indirekter, dass sich einfach mal die Reichweite erhöht oder ähnliches. Damit euch das Ganze nicht entgleist, möchte ich euch mal gerne in meine Welt mitnehmen. So, hier sind wir jetzt in meiner Welt der Webseitenanalyse. Ich versuche das Ganze natürlich so weit runterzubrechen, dass es für jeden Laien verständlich ist. Deswegen möchte ich euch gerne mal auf die Reise von meiner Fahrlässig Motorradakademie mitnehmen. Die Fahrlässig Motorradakademie, die habe ich im Juli geöffnet. Also wirklich online gestellt, wo ich dann auch über Social Media viel Marketing betrieben habe. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal hier ab Juli gucken, wo wir im Monat, tatsächlich im 1. Juli-Monat schon 273 Besucher hatten. Das könnt ihr euch jetzt mal runterrechnen, das sind am Tag irgendwie 9 Besucher. Das heißt, da ging tatsächlich schon einiges. Also es geht natürlich durchaus mehr, aber für das, dass es eine neue, gezapfte Webseite war, schon mal gar nicht so schlecht. Wir sehen auch, dass es tatsächlich dann im August ein bisschen runtergegangen ist und dann im September nochmal so richtig den Höchstpunkt hatte von 470 Besuchern. Wenn euch dieses Video bisher weitergeholfen hat oder so ein kleiner Aha-Effekt erzeugt hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Auch gerne mal über einen Kommentar, wenn ihr gewisse genaue Sachen wissen wollt. Oder schreibt uns auch gerne mal über doing-it.de eine E-Mail, falls wir eure Webseite mal analysieren sollen. Weiter geht's. Jetzt möchte ich mal kurz darüber aufklären zum Thema SEO, Google, Social Media und den ganzen Misch, den man ja teilweise da draußen hört. Es gibt teilweise Firmen, die kommen auf einen zu und sagen, SEO ist sehr wichtig, deine Webseite ist sehr unperformant und desgleichen. Das mag durchaus sein, aber es kommt natürlich ganz klar auf die Ziele drauf an. Das ist das, was ihr in der vorherigen Folge schon gesehen habt. Falls ihr die noch nicht angeguckt habt, unbedingt angucken, weil da geht es nämlich darum, dass ihr ein Verständnis bekommt, was denn eigentlich wichtig bei einer Webseite ist. Gucken wir uns doch mal das Ganze jetzt mal an. Wir haben jetzt hier, also ich hole mir jetzt einfach mal die Suchmaschine raus und wir stellen fest, dass der meiste Traffic gar nicht durch Suchmaschine kam. Also war es mir in dem Moment tatsächlich völlig wuppe, wie gut die Webseite auf Google rankt. Das war mir völlig egal. Am allerwichtigsten war mir tatsächlich, dass meine Instagram-Posts bei den Leuten ankommen. Und ich habe darin so kleine Links gesetzt, wo ich einfach nachvollziehen konnte, dass die Leute über Social Media reinkommen. Und ihr seht auch hier, die Kurve ist tatsächlich parallel dazu. Klar ist jetzt das mit dem Social Media nicht 100% von dem Content bzw. von den Webseitenbesuchern gewesen. Viele geben tatsächlich auch einfach die Webseite direkt oben in der Suchzeile ein, also die geben einfach hier oben direkt akademie.fahrlässig.com ein, dann kann ich die nicht immer mittracken, das ist klar. Aber ich sehe ganz klar, hey, da gibt sich so eine gewisse Parallelität. Also glaube ich tatsächlich, dass mein Content, den ich ausstrahle, durchaus auch dazu beigeführt hat, dass die Leute auf meine Webseite kamen und dann natürlich auch zum Kunden kamen. So, jetzt ist natürlich das Thema, jetzt müssen wir natürlich nachvollziehen, was die Leute irgendwie auf der Webseite machen, oder? Wäre doch gar nicht mal so schlecht zu sehen, wie die sich denn da so rumtummeln. Einzelpunkt ist natürlich die Kurse, die ich dabei habe. Also vor allem die Demo-Übungen der Woche,
die Leute zahlen nichts, das Zeug muss heutzutage günstig sein, deswegen Hauptsache kein Geld ausgeben, aber Spaß beiseite, ist ja gar kein Problem, deswegen stelle ich das ja zur Verfügung, aber sehr viele Leute gucken sich einfach die Demo der Woche an. Wenn wir uns mal diesen Kurs angucken, ist es natürlich für mich psychologisch gesehen durchaus so ein Thema, wo ich sage, klar, die Leute wollen ja erstmal wissen, was sie eigentlich kaufen. Und damit ich denen das am besten erklären kann, ohne jetzt da um heißen Brei drum zu reden, dachte ich mir, komm, ich zeige doch den Leuten mal so ein paar Übungen, die sie einfach mal selber angucken können, wo es einfach mal so einen kleinen Preview gibt, wo so die ersten 1,5 Minuten von dem Video dargestellt werden, damit die Leute verstehen, aha, der Matze, der hat sich Gedanken dazu gemacht, wie ich ein besserer Motorradfahrer werden kann. Und jetzt kommt es nämlich zu der Magie, das viele völlig unterschätzen. Ich habe mir natürlich einen Plan gemacht, wie ich die Akademie aufbaue. Und ich habe keinen Plan gehabt, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe mir nur gedacht, hey, ich mache mal so einen Demokurs, damit einfach mal die Leute da abgeholt werden. Und wenn ich einfach mal sehe, dass die Leute da 1,5 Minuten auf dem Demokurs rumgucken, also mindestens ich sage jetzt mal ein Video angucken oder wenn nicht sogar mehr, dann stelle ich fest, aha, das hat einen gewissen Impact. Und das wird sicherlich dazu führen, dass der eine oder andere sagt, hey, ich finde es cool, was der Matze macht, da kaufe ich mir doch mal das Starter-Set oder kaufe mir einfach mal die Übung der Woche, weil es mich wirklich interessiert. Jetzt gibt es natürlich auch das krasse Gegenbeispiel, und zwar die fahrlässige.com-Seite, die gibt es schon Ewigkeiten, okay? Ich habe mir mal früher Gedanken drüber gemacht, wo ich gesagt habe, hey, das wäre doch nicht cool, das wäre doch nicht schlecht, wenn die Leute einfach mal so ein bisschen miterleben, was ich eigentlich so alles in meinem Kopf drin habe, was ich eigentlich so einen ganzen Tag mache, wenn es ums Thema Motorradfahren geht, und deswegen habe ich die Leute auch teilweise daran teilnehmen lassen. Es ist natürlich das Thema, wenn ich jetzt mal kurz die Seite hier durchgucke, dann stelle ich fest, dass Leute ab und an mal gerne den Weg zum Motorradtrainer gerne angucken und dass es einfach gewisse Blogbeiträge gibt, die da drin nicht auftauchen. Das heißt, ich kann auch ganz klar sagen, hey, 30% meiner Blogbeiträge hat kein Schwein gesehen, weil es niemand interessiert hat. Und das ist ja auch okay für mich, weil damit kann ich umgehen. Dann kann ich so einen gewissen Trend herausfinden, was ich jetzt einfach rausgefunden habe im Laufe der Zeit. Die Leute, die gucken gerne einfach Leute an, die was drauf haben, sage ich jetzt mal, oder die gucken gerne ihren Werdegang an. Deswegen wird auch gern so die Serie Mein Weg zum Motorradtrainer angeschaut beispielsweise. Und ich habe da vor kurzem noch einen Blogbeitrag rausgebracht und der kam tatsächlich eigentlich auch gut an, wurde zumindest mal oft angeguckt. Man sieht auch hier durchschnittliche Zeit 25 Sekunden, also wenn man den Blogbeitrag anguckt, dann braucht man ungefähr 3 Minuten zum Lesen, das heißt, die meisten haben den kurz überflogen und damit hat sich die Sache gehabt. Da war tatsächlich einfach die Werbung da, die Leute haben drauf geklickt, wunderbar, aber die Qualität war jetzt einfach nicht so der Hit. Es interessiert ein paar, aber einfach nicht alle, deswegen ich tue es den paar wenigen, die sich dafür interessieren, einfach zum Spaß. Jetzt können wir uns mal kurz folgenden Spaß machen. Nachdem ich ja so ein Datenliebhaber bin, bin ich auch ganz ehrlich dazu bereit, diese Daten den anderen Menschen bereitzustellen. Und wer auf meine Akademie mal drauf geht, der hat hier eine wunderbare Webseite, die vielleicht designtechnisch manchmal Augenkrebs verursacht, aber doch einiges an Inhalte liefert. In diesen, also ich sage jetzt mal 3 Monaten, habe ich 10 Bestellungen gekriegt von Starter-Sets, die ich ungefähr, ich sage jetzt mal zwischen 27 und 52 Euro verkauft habe. Habe inzwischen auch einiges an Partnern gewonnen, die wirklich bereitwillig sind, mein Content weiter zu posten und ich natürlich im Gegensatz auch deren Content weiter poste und protokolliere das Ganze auch in einer Roadmap. So jetzt. Für mich persönlich ist es natürlich auch so ein, ja, ich sage jetzt mal, persönliches Hobby und ein bisschen was mit persönlicher Weiterentwicklung, warum ich das Ganze aufschreibe. Wenn ihr euch das Ganze mal im Detail einfach anschaut, dann werdet ihr sehen, wann ihr Bestellungen eingegangen sind und so weiter und wann ich einfach Übungen der Woche bereitgestellt habe und desgleichen. Also insgesamt habe ich einfach 14 Bestellungen bis zum 14.10. bekommen, darunter einfach Kursbestellungen und auch Starter-Set-Bestellungen. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich wirklich auf die einzelnen Tage zurückmünzen. Und für mich persönlich war natürlich einfach wichtig, hey,
Ich habe diesen Aufwand getan, also ich habe wirklich protokolliert, wie viele Stunden habe ich denn damit verbracht, auf Social Media irgendwelche Videos zu posten, Content zu posten und so weiter, und wie groß war denn der Outcome. Und ich muss natürlich ehrlich zugeben, damit lässt sich jetzt das Motorrad im Monat nicht bezahlen, weil Motorradfahren natürlich ein sehr teures Hobby ist, aber es hat natürlich einfach einen gewissen Gegenwert gebracht, den ich wirklich messen konnte. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ihr den Ursprung von eurem Webseiten-Traffic seht, wenn die Änderung an eurer Webseite, beispielsweise auch die SEO-Änderung, wirklich einen spürbaren Unterschied euch zeigt, vor allem in den Daten, oder ihr beispielsweise A und B Tests machen könnt, wo ihr mal diese Webseitenvariation machen könnt und diese Webseitenvariation, um zu gucken, welche besser ankommt, dann habt ihr dadurch deutlich bessere Erkenntnisse. Und das ist meiner Meinung nach genau der Schlüssel, der euch wirklich zeigt, sind eure Maßnahmen gut oder sind sie einfach schlecht. Ich denke, ihr merkt, wie ich für das Thema brenne und wie wichtig mir das ist, einfach den Menschen mitzuteilen, dass Messbarkeit, egal ob im Social-Media-Bereich oder im Webseitenbereich, dass das euch weiterbringt, dass ihr einfach gut von böse unterscheiden könnt und einfach sagen könnt, sind eure Maßnahmen zielführend oder nicht. Wenn euch das Ganze so weit gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teilt es auch gerne den Leuten, die selber mit der Webseite so ein bisschen strugglen oder mit dem Social Media Account, und schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Inhalte oder weitere Themen zum Thema Social Media, Webseite, Webseitenanalyse und Ähnlichem hören wollt. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann, Antenne.